Hallo YouTube und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe mir überlegt, wir machen heute mal ein Video nach ziemlich genau einem Jahr Street Triple 765 RS. Es ist zwar noch nicht ganz ein Jahr, aber naja, fast schon. Also, ich möchte euch heute gerne ein bisschen schildern, was meine Erfahrungen sind mit dem Bike, was ich mag, was ich nicht mag. Spoiler, so viele Dinge, die ich nicht mag, gibt es nicht. Aber man kann ja mal drauf eingehen. Ich habe dieses Jahr relativ viele andere Motorräder Probe gefahren. Und ja, ich bin am Ende natürlich Anfänger, ja, in der zweiten Saison. Ich glaube aber, dass ich mir trotzdem einen Vergleich erlauben kann, zumindest mal mit denjenigen, die ich dieses Jahr auch gefahren bin. Und das sind gar nicht so wenige. Genau, was man ein bisschen dazu sagen muss, ich fahre keine Literbikes, ja, das mache ich bewusst nicht, fühle ich mich noch nicht bereit dazu, halte ich im Moment auch tatsächlich überhaupt nicht für notwendig. Das heißt, ich vergleiche natürlich auch mit Motorrädern, ja, in etwa derselben Hubraumklasse, sagen wir so zwischen 600 und 800 Kubik. So, und was natürlich nicht besonders klug ist, ja, aber was ich schon vorwegnehmen kann, ich bin noch keine gefahren, die ich insgesamt besser fand als die Streetie hier. Die ist schon wirklich für mich, klar, als Anfänger, ja, ich sage mal, ein Glücksgriff gewesen. Das ist reine Freude, ja, auch für Anfänger tauglich, aber so viel Luft nach oben, gerade in der RS-Version. So, sorry, da hat es mir mal kurz etwas die Sprache verschlagen. Also, ich fange mal an mit den Dingen, die ich nicht mag. Und klingt komisch, ja, weil ist natürlich ein Naked Bike. Und man sieht es ja auch hier, ich habe mir so einen provisorischen Windschild drauf gebastelt aus dem Zubehör. Das gefällt mir optisch nicht so richtig. Aber das ist am Ende auch der erste Kritikpunkt, den ich ein bisschen habe. Ganz ohne Windschutz ist das gerade bei langen Strecken natürlich schon anstrengend, da die ganze Zeit dem extremen Winddruck, gerade bei höheren Geschwindigkeiten, dann irgendwie außerorts. Aber liegt natürlich in der Natur der Sache, ne? Also wie gesagt, mit so einem kleinen Windschild aus dem Zubehör kann man das ein minimal verbessern. Und ehrlich gesagt reicht mir das so hier dann auch schon. Ich finde das nur optisch leider nicht gelungen. Genau, aber man kann also sagen, ja, Windschutz, klar, Naked Bike nicht vorhanden, für längere Strecken, für mich zumindest anstrengend. So, der zweite Kritikpunkt ist für mich, und ich weiß, da sagen viele Tests etwas anderes, aber wirklich der Quickshifter. Ich weiß nicht, ob das jetzt speziell an meiner liegt oder ob das generell so ist. Ja, vielleicht ist das auch ein Anwenderfehler, ja, weiß man nie. Aber da bin ich echt schon deutlich fluffigere gefahren, ja, sogar aus dem eigenen Haus. Daytona 660 mit Nachrüst Quickshifter. Also der von der Daytona im Vergleich zu dem, den ich hier habe, ist so viel besser, das ist unvergleichbar. Also wirklich, das sind Welten. Und ja,
vielleicht ist das auch ein bisschen Meckern auf hohem Niveau, ja, weil was tut er? Natürlich macht er, was ein Quickshifter machen soll, ne? Er legt Gänge ein, ja, ohne Kuppeln, und das macht er auch relativ zuverlässig, außer vom ersten in den zweiten Gang, da muss man halt richtig reintreten, aber wenn man richtig tritt, dann macht er das auch. Das heißt, rein von der Funktion her kann man sich jetzt gar nicht beschweren, aber der macht das tatsächlich nicht besonders fluffig. Ja? Also das sind schon merkbare Ruckler dann zu spüren beim Schalten. Und das auch, ich sag mal, nahezu in jeder Lebenslage. Ja? Speziell natürlich in niedrigen Drehzahlen und wenig Last, da ist das richtig extrem. Und je höher man in die Drehzahl kommt und je mehr Last drauf ist, desto besser macht er das ehrlich gesagt auch. Also das gibt schon auch Schaltvorgänge, die er wirklich butterweich macht. Ja, aber es gibt auch eben, gerade in ungünstigen Lastbereichen, welche, wo man richtigen Ruck merkt im Motorrad. Und das finde ich nicht so schön. So, ehrlicherweise war es das jetzt mit der Kritik auch schon. Denn wesentlich mehr Kritikpunkte habe ich tatsächlich nicht. Also was heißt wesentlich mehr habe ich nicht? Ich habe keine sonst. Kommen wir mal zu den positiven Dingen, jetzt gerade aus meiner Perspektive. Wie gesagt, Fahrer, ja, ich sag mal mittleren Alters, aber trotzdem erst in der zweiten Motorradsaison. Was für mich sehr, sehr, sehr positiv ist, dass sie tatsächlich vom ersten Moment an, kann ich mich noch gut daran erinnern, als ich die abgeholt habe, man fühlt sich da drauf wirklich, ja, sicher und wohl. Und sie vermittelt immer ein gutes Gefühl, ja, egal in welcher Lebenslage. Was natürlich bei mir sicher auch daran liegt, dass ich die Grenzen einer Street Triple einfach überhaupt nicht ausreizen kann. Ja, also kann ich nicht. Nichtsdestoweniger trotz habe ich mich ja bewusst für die entschieden, weil ich eben gesagt habe, ich will jetzt nicht so ein Motorradhopper sein, ja, und irgendwie jede Saison oder jede zweite ein anderes Bike haben, sondern ich will eigentlich eine, die mir lange Spaß macht. Und da dachte ich, ist die Streetie ganz gut für geeignet. Was sich ja zumindest bis jetzt auch als korrekt herausgestellt hat. Kann mich da nicht beschweren. Also bisher bin ich wirklich zufrieden mit ihr. Okay, positive Aspekte Leistung. Klar, da kommen jetzt vielleicht andere und sagen, ja, hier unter 180 PS macht keinen Spaß. Da bin ich persönlich anderer Meinung. Und ich finde, dass die Street Triple mit ihren 130 PS da wirklich den Sweet Spot trifft. Ja, weil für die Landstraße ist da mehr als genug Leistung vorhanden aus meiner Sicht. Die zieht richtig an. Also gerade im oberen Drehzahlbereich ist das enorm. Und aus meiner Sicht braucht man auch einfach nicht mehr. Ja? Auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass sie jetzt gerade auch einen Anfänger aus meiner Sicht nicht überfordert. Ja? Weil dann bleibt man einfach mit der Drehzahl etwas niedriger. Und da ist sie tatsächlich, also jetzt nicht falsch verstehen, ja, sie geht von unten auch gut. Aber sie ist am Ende halt trotzdem auch kein Literbike mit 100 Newtonmeter Drehmoment. Ergo, wenn man da jetzt im Bereich 4.000, 5.000, 6.000 Touren fährt als Anfänger, ist die astrein beherrschbar, also überhaupt kein Problem. Ja, und Spaß hat man da trotzdem. So, was finde ich noch gut? Handling, Handlichkeit, möchte ich mal sagen. Was
mir auffällt bei der ist, dass sie wirklich sehr, sehr, sehr handlich ist. Ja, also wirklich leicht zu steuern, dirigieren, ja, auch im Stand, das geht richtig gut. Die Kurvenwilligkeit ist wirklich extrem. Also ich bin noch keine andere bisher gefahren, wie gesagt. Ja, also mein Vergleich ist jetzt, ich sag mal, ungefähr 20 andere Motorräder. Ja, also möglicherweise gibt es da noch Besseres. Aber ich habe bisher keine gefahren, die wirklich so agil ist, ja, die sich so gut in Kurven manövrieren lässt, die vom Handling her so leicht und trotzdem beherrschbar ist. Also ich finde die wirklich super. Nächster Punkt für mich, Motor generell. Leistung hatten wir ja vorhin schon ein bisschen, aber Motor generell, da hat mich die Street Triple tatsächlich auch ein bisschen verwöhnt. Ja? Auch wenn man sagt, 3 Zylinder generell kann ja gar nicht rund und ruhig laufen. Aus meiner Sicht ist das Gegenteil hier der Fall. Also rein vom Gefühl her, ja, jetzt mal von der Geräuschkulisse abgesehen. Natürlich klingt die in manchen Drehzahlbereichen nicht perfekt rund, ja, aufgrund des Motors, ja, hört man halt Triple Sound. Ich persönlich finde das aber sogar gut. Aber ich sag mal, die gefühlte Stabilität, ja, des Motors, also im Sinne von Vibration, ja, Laufruhe, also unbeschreiblich für mich, ja. Ich bin da extrem verwöhnt. Aber ich auch wie gesagt, ich beziehe mich jetzt immer auf die Vergleichbarkeit, ja, also was heißt Vergleichbarkeit? Ich beziehe mich jetzt immer auf Motorräder, die ich schon gefahren habe. Und das sind jetzt natürlich keine 1000 vergleichbaren, aber zumindest ich, ja, bin auch schon den ein oder anderen Vierzylinder gefahren. Ja, und für mich eine Kawasaki ZX4R ist von der Laufruhe her tatsächlich vergleichbar. Aber selbst eine Honda CB650R, auch wenn die durch den Vierzylinder grundsätzlich, ja, vom Klang her und so weiter, ist sie auch extrem laufruhig. Ich finde die auch gut. Aber wenn man sich jetzt mal zum Beispiel auf Vibrationen bezieht, da kommt deutlich mehr an. Also ich habe hier bei der Street faktisch gar keine Vibration, ja, keine, die ich merke oder wahrnehme, also wirklich gar nicht. Wohingegen jetzt sogar bei der Honda, also spürt man das schon, ja, speziell im Bereich so um die 6000 Touren. Also auch bei der Honda stört mich das nicht, ja, aber man spürt das, und bei der Street spürt man gar nichts. So, nächster für mich positiver Punkt ist tatsächlich Komfort. Ja, auch wenn die Sitzposition, ich sag mal, für ein Naked Bike schon einigermaßen sportlich ist, finde ich sie persönlich genau richtig. Ja, weil man hat Kontrolle über das Motorrad. Man sitzt trotzdem nicht zu sehr, ja, nach vorne, sodass das unangenehm wird. Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ich kann die auch 4 Stunden am Stück fahren und habe da überhaupt keine Probleme mit. Also auch was die Sitzpolsterung und so angeht. Das ist wirklich schön. Habe ich auch in der Art bisher, muss ich ehrlich sagen, noch nicht bei einem anderen Motorrad gehabt. Und ja, also man merkt jetzt schon, ich schwärme ein bisschen für das Motorrad. Ich finde das aber auch okay. Ja? Also, ich meine, wenn einem was gefällt, kann man das ja auch sagen. Und das heißt ja auch nicht, dass andere jetzt schlecht sind. Ja? Was ich beim Motorradfahren und jetzt generell auch bei meinen ganzen Probefahrten und so festgestellt habe, ja, alle Tests im Internet, das ist immer ganz nett. Ja, und die Videos ist schön und ich schaue mir da auch ganz viele an. Und als Anhaltspunkt ist das auch super. Aber ob einem ein Motorrad taugt oder nicht, das merkt man wirklich erst, wenn man es fährt. Ich
Bin wie gesagt dieses Jahr auch ganz viele gefahren. Und da gab es auch ganz viele, die in allen Tests immer als ja, super Testsieger, ja, bestes Motorrad, speziell Supersportler, ja, in Anführungszeichen, bin ich relativ viele gefahren dieses Jahr. Und es war tatsächlich sehr oft so, dass ich mein persönliches Gefühl nicht so richtig gedeckt hat mit den Testergebnissen. Ja, das heißt ja nicht am Ende, dass die Testergebnisse nicht stimmen. Die stimmen sicher. Aber ich sag mal, Motorradfahren ist halt was sehr Subjektives. Ja, das kommt halt auf einen persönlich an. Ja, taugt einem ein Motorkonzept, taugt einem ein Motorrad. Ja, findet man den Sau gut oder findet man den nicht so gut? Und all sowas kommt ja zusammen. Und das kann halt kein Test der Welt im Grunde rüberbringen. Ne? Deswegen, wenn man sich für irgendwas interessiert, man muss einfach fahren. Also. Und das ist überhaupt ein gutes Stichwort, ja, weil fahren sollte man sowieso, ja, ich meine, dafür machen wir das ja alles, Motorrad fahren. So, dann nächster für mich positiver Punkt, Zuverlässigkeit. Da machen sich auch immer viele Leute Gedanken drüber. Und ja, ich sage mal, am Ende sagt das natürlich auch nichts aus. Ja? Ich hatte jetzt mit meiner Streetie bisher überhaupt keine Probleme, also gar keine. Ja, da ist nichts passiert, überhaupt kein Problem gehabt. Und klar, jetzt im ersten Jahr, das wäre auch schlecht, würde ich mal sagen, ja. Aber man hört und liest ja viel. Nichtsdestoweniger trotz, ja, kann ich halt auch Glück gehabt haben, ja, oder ein anderer hat Pech. Von daher für mich persönlich gut. Weiß ich aber auch nicht, ob man sich jetzt da hundertprozentig drauf verlassen kann. So, und für mich ist der letzte Punkt, die letzte positive Eigenschaft, die ich jetzt erwähnen möchte, ist eigentlich der wichtigste Punkt. Und das ist für mich der Spaßfaktor. Ja, weil, hatte ich ja eben schon mal ein bisschen erzählt, Motorradfahren sehr subjektiv und das ist natürlich am Ende auch einfach so, ja, hat man Spaß oder nicht, ist für mich aber das Wichtigste. Ja, weil ein Motorrad kann ja sonst wie gut sein, rein von den Daten, Fakten, Tests, wie auch immer. Wenn man darauf keinen Spaß hat, dann ist es für einen individuell einfach schlecht, ja, unpassend. Und damit ist das für mich der wichtigste Punkt. Und ich kann sagen, für mich Spaßfaktor extrem hoch, ja. Ich würde sagen 5 von 5 Sternen. Habe ich so auch auf bisher keiner Testfahrt vergleichbar gehabt. Ja, also auch eine ZX4 RR, super geiles Motorrad, muss ich ehrlich sagen. Ja, hat mir auch echt Spaß gemacht. Und wenn ich mir jetzt 5 Motorräder kaufen könnte, dann wäre die ZX4R zum Beispiel mit Sicherheit eine davon. Weil sie ist halt sehr besonders. Aber wenn ich mir es jetzt aussuchen muss, ja, und sage, es gibt halt nur eines, dann ist es auf jeden Fall eine Street Triple. Punkt. So, ich will es heute nicht so sehr in die Länge ziehen, daher waren das für mich erstmal die Punkte, die ich heute benennen möchte. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
Wer fährt von euch auch eine Street Triple? Könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen, was ich sage? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, würde mich eure Meinung interessieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann!